Alright, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. 3 Themen zu EU4, ein paar allgemeine Sachen, wie ich den Server spielen werde und wie ihr bei Players to Watch mitmachen könnt. Das erfahrt ihr jetzt alles binnen weniger Minuten. Ja, für EU4 könnt ihr euch ab sofort schon vorregistrieren. Ihr könnt zum Beispiel über den Home SF Game Shop gehen und dort über den Link auf EU4.com euren Charakter erstellen oder auch einbinden in euren vorhandenen SF-Game-Account. Wichtig ist, die Verifikation läuft direkt über den Account. Das heißt, ihr müsst euch dann nicht mehr separat validieren lassen und kriegt eigentlich schon die 25 Extra-Pilze. Wenn ihr das nicht über den Account macht, müsst ihr, glaube ich, weiterhin über die Verifikation per E-Mail gehen. Schaut mal rein, wie das bei euch läuft. Wenn ihr das macht, kriegt ihr euch auch eure Charakter-ID und könnt demnach auch schon im Shop die Pilze kaufen, die ihr zum Serverstart haben wollt. Die 20% sind da auch schon drin. Das Starterpaket ist da drin. Könnt ihr alles kaufen über den homesfgame.shop.net. Ich habe auch schon meinen Char erstellt. Ich werde einen Barden spielen, aber nur Kurzzeit aktiv wirklich spielen. Ich möchte wissen, wie weit komme ich mit dem Barden zum Serverstart mit ungefähr 10.000 Pilzen. Ja, bin da einfach mal gespannt, was ich da erreichen werde. Ich bin noch nicht sicher, wie viel Zeit ich habe an den Wochenenden zu spielen. Ich werde meine Kleine nachmittags, abends auf jeden Fall alleine haben. Es ist unklar, das heißt, das Ergebnis wird definitiv nicht das Bestmögliche sein, aber vielleicht kann ich trotzdem für den einen oder anderen, der eben auch mal einen Barden spielen möchte und auch Pilze investieren möchte, den einen oder anderen Tipp mit auf die Hand geben. Ich werde auch versuchen, das Ganze zu dokumentieren. Wie, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich dann eher nachträglich zusammengefasst in der Action, weil lange Let's Plays in diesem Atemzug halt nicht so sinnvoll sind. Aber an der Stelle sei auch nochmal gesagt, das Ganze ist halt wirklich möglich durch die wunderbare Support-Funktion, die ihr habt mit Shakes and Fidget, vor allen Dingen dem Creator-Code. Wenn ihr also irgendein Paket holt, das Starterpaket habe ich nur schon geholt, deshalb gibt es hier kein anderes, aber wenn ihr hier irgendein Paket holt und den Creator-Code HanRizzle eingibt, dann unterstützt ihr mich mit 5% des Umsatzes, mehr kostenfrei, und ihr habt natürlich die günstigeren Preise auf der Hand, anders als auf den ganzen Gaming-Plattformen. Vielen Dank für jeden einzelnen Supporter. Ihr könnt gerne, wenn ihr meinen Code hier unten eingegeben habt, gerne einen Screenshot an mich senden per Discord oder per Instagram. Dann kann ich euch auch mal shoutouten. Oh, naja gut, ich kaufe jetzt die Pilze nicht. Ich habe ja schon gekauft. Ich breche jetzt an der Stelle wieder ab. Ja, wenn die ersten Tage rum sind, werde ich mit einem gewissen Level dann entweder in der Startergilde noch bleiben für die Raids oder, je nachdem wie sich die Gilde dann auch entwickelt, vielleicht in eine kleinere Gilde wechseln, um die auch noch zu unterstützen. Langfristig spiele ich dann aber halt nicht mehr. Passiv werden wir uns den Server aber weiterhin längerfristig anschauen, denn ich habe schon erwähnt, es soll die erste Players to Watch für einen Europe-Server geben. Und wie könnt ihr da mitmachen? Ihr müsst unter dieses Video einen Kommentar schreiben mit euren Ingame-Namen, der ist ganz wichtig, also macht das erst, nachdem ihr euch wirklich auch schon registriert habt, und schreibt mir mal gerne dazu, wie ihr auf diesem Server spielen möchtet. Free-to-play, pilzintensiv, wie viele Pilze, alles natürlich auch auf freiwilliger Basis. Und habt ihr vielleicht kurzfristige, mittelfristige oder langfristige Ziele? Denn das Ganze kann ich dann natürlich unter dem Gesichtspunkt auch bestenfalls beleuchten. Also schreibt euren Kommentar, dann kann ich euch zum Serverstart auf die Friendlist packen und dann gucken wir uns in den ersten Tagen das Ganze an, wer da dabei ist, und nach den ersten 3 Tagen oder 4 Tagen werden wir dann auch, sag ich mal, den ersten Fortschritt von euch beleuchten können. Ich denke, innerhalb der ersten 3 Tage mache ich es nicht, das werde ich zeitlich wahrscheinlich nicht schaffen, aber freue mich natürlich auf jeden, der da mitmacht. Falls ihr natürlich nicht deutschsprachig seid, könnt ihr das Ganze auch auf Englisch machen, dann kriegt ihr auch eine englische Bewertung, bestenfalls, wenn ich dran denke. Ja, Leute, kleiner Nachtrag noch an der Stelle, als ich mir das Video jetzt nochmal angeschaut habe vor dem Rendern. Ganz wichtig ist mir auch, wenn ihr Players to Watch mitmacht, dann nutzt bitte immer auch die Charakterbeschreibung. Was ihr da reinschreiben wollt, ist natürlich euch überlassen, aber ich habe ja eigentlich immer vor, mir diese Informationen auch zu ziehen. Das ist für mich eine sehr wichtige Funktion, um vielleicht auch gewisse Updates zu bekommen, weil man kann sich sonst alles gar nicht merken. Generell finde ich die Charakterbeschreibung bei Shakes and Fidget, früher waren sie immer direkt lesbar, jetzt seit längerer Zeit schon nicht. Die verliert zu viel an Wert, nutzt die bitte. Also ich gucke da definitiv rein. Ich hoffe, dass auch andere da reingucken. Ja, natürlich nur, wenn ihr wollt, aber es wäre auf jeden Fall hilfreich, gerade um auch eben aktualisierte Informationen weitertragen zu können, die euch gegebenenfalls wichtig sind. Ne? Also
Nutzt sie bitte auch, wenn ihr nicht Players to Watch seid. Also wie gesagt, Charakterbeschreibung für mich permanent. Ich gucke da immer rein. Also auch ohne die Players to Watch. Und ja, das wird auch sehr interessant sein. Wie stark der Server abschneidet, jetzt so kurz vor EU5. Ein paar interessante Gilden gibt es definitiv, habe ich schon gesehen im Discord. Ja, von der Spielerbasis, auch gerade bei den Players to Watch, sehr interessant, wer da so kommen wird, welche Charakterklassen gespielt werden, wie viele Berserker wird es geben. Alles so Fragen, die werden wir uns dann im Laufe der nächsten Wochen angucken. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr feiert das auch, dass wir halt auf dieser Basis einen aktiven Content haben, den ich halt bringe, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tipp, aber trotzdem auch langfristig einen passiven Content haben durch die Players to Watch. Also diese Kombination finde ich persönlich sehr gut. Und ja, hoffe, die gefällt euch auch. Und ich würde sagen, das war's dann erstmal. Wir sehen oder hören uns. Haut auf jeden Fall rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.